Freunde des E-Commerce, heute sprechen wir über einen Lokalmatadorn, der hat sich schon lange auf dem Markt gehalten, hood.de, ein deutscher Marktplatz, glaube ich, deutsch, oder? Ja. Ja, ein deutscher Marktplatz, der schon seit wie vielen Jahren existiert er eigentlich? Du fragst mich jetzt was. Hood.de existiert auf jeden Fall schon sehr, sehr lange, gegründet auch von Ryan Hood. Ich würde sagen, grob rum Anfang der 2000er Jahre. Ich hoffe, jetzt kriege ich gleich keine wütenden Kommentare oder so. Ist mein Bauchgefühl gerade. Also ich mache E-Commerce seit 10 Jahren und seitdem ich E-Commerce mache, gibt es Hood. Und wir haben auch viele Händler begleitet bei Hood. Da gibt es ja verschiedene Modelle mit Silber oder Platin oder wie auch immer. Und ich weiß noch, einer der ersten Unicorn 2 Installationen, das war dann auch eine Hood-Anbindung gewesen. Und da hast du uns auch den Tipp gegeben, hey, wenn ihr mehr Artikel einstellen wollt, nimmt das Platin-Paket. Ja, auf jeden Fall tatsächlich. Von der Gebührenstruktur lohnt es sich und du hast mit größeren Paketen hast du tatsächlich auch mehr Funktionen dort freigeschaltet, wobei das Hood etwas aggregiert. Also früher hatten sie, glaube ich, 3. Die hatten ganz früher, glaube ich, sogar mal 4, wenn ich es richtig im Kopf hatte, Pakete, dann waren es 3. Ich glaube, aktuell kannst du nur noch zwischen 2 unterscheiden. Wenn du ein Shop-System bei Hood haben möchtest, musst du eins von diesen Paketen auf jeden Fall nehmen. Solltest du auch tatsächlich. Okay, und ich weiß ja aus der Erfahrung heraus, dass die Anbindung zu Hood relativ einfach ist. Man muss das Kategorie-Matching machen. Und das war's eigentlich, ja? Also nichts Großartiges. Du musst deine Portalkategorien mappen, da hast du vollkommen richtig. Wenn du einen eigenen Shop-Kategoriebaum hast, musst du ab und zu ein paar Dinge beachten, weil der Hood-Kategoriebaum da etwas spezieller ist in seiner Vielfalt tatsächlich, wobei wir das auch in der Gänze in unserer Dokumentation geschrieben haben. Ich denke mal, die können wir hier verlinken. Ja, aber das sollte eigentlich für jeden machbar sein. Okay, und wofür ist Hood bekannt? Also jeder Marktplatz hat so eine Bekanntheit, ja, beispielsweise Mano Mano, darüber haben wir gesprochen, ist so für einen Heimwerkerbedarf und alles, do-it-yourself. Wofür ist Hood bekannt? Hood ist bekannt für seine Antiquitäten tatsächlich. Also das alte eBay-Käuferklientel, was vor allem von den Bieten, von den Auktionen tatsächlich kommt, sind sehr viele zu Hood übergewechselt. Und wenn du im Bereich Antiquitäten oder ja, was so ein bisschen in diese Richtung Porzellan, so Sammlerobjekte teilweise hast, dann ist Hood sehr, sehr stark tatsächlich. Wirklich sehr stark. Das sollte man sich dann auf jeden Fall anschauen. Also der Online-Flohmarkt, wenn man das so sagen, wenn man so nennen darf, oder? Ja, Flohmarkt wirkt in dem Moment so ein bisschen abwertend, das ist es. Also Hood tatsächlich ist da stark. Also das muss jetzt nicht, das ist keine Ramschbude. Nein, das war jetzt nicht abwertend gemeint, sondern man muss es eher irgendwie klassifizieren. Die Händler wollen ja immer Dinge klassifizieren. Ich weiß, dass es Händler gibt, die verkaufen da A-Brands auf hood.de. Es gibt Händler, die verkaufen Antiquitäten. Und eigentlich ist ein Marktplatz für alles, aber hat so ein bisschen aus der Historie das Antiquitäten-Ding einfach. Genau. Sammlerstücke, Antiquitäten. Also es ist ein Marktplatz, den man auf jeden Fall mitnehmen kann. Der ist ja auch von der Preisstruktur jetzt nicht so immens teuer. Ich glaube, ich weiß es nicht, ich kenne den Preis jetzt nicht genau, aber handelt sich nicht um viel Invest und leicht anzubinden kann man mitnehmen. Man kann auch mit dem Key Account Manager dort sprechen, dass man dann beispielsweise auch mal ein paar Monate testen kann, gegebenenfalls. Und bei euch kann man 14 Tage testen und dann kann man einfach mal schauen, wie das Ganze anläuft bei euch. Auf jeden Fall, sollte man auf jeden Fall auch machen. Falls ihr Erfahrungen mit Hood habt, schreibt es mal rein in die Kommentare, uns wird es interessieren und ich hoffe, das Video hat euch was gebracht. Falls ja, liken, falls nein, kommentieren. Bis zum nächsten Mal, euer Ali.